Nicht alle Staaten auf diesem Planeten haben den gleichen Wohlstand. Noch am Beginn des 19. Jahrhunderts, vor 220 Jahren, waren zwar die einzelnen Staaten, die einzelnen Kulturteile relativ gleich in ihrem Wohlstand, aber der Westen hat dann mit der industriellen Revolution einen riesigen Vorsprung entwickelt, einen riesigen Wohlstand aufbauen können, dem der Rest des Planeten hat kaum folgen können. Und der Wohlstand des Westens wuchs immer weiter und weiter. Um das Jahr 1970 herum war die Spannbreite zwischen einzelnen Kulturteilen so groß wie nie zuvor auf diesem Planeten. Erst in den letzten 50 Jahren hat die Globalisierung dazu geführt, dass Kulturteile wie China, Indien, Südostasien nach und nach aufholen konnten und so, deswegen die Schere, den Abstand zum Westen verkleinern können. Man kann nur hoffen, dass auch in den nächsten Jahrzehnten diese Entwicklung weiter anhält. Aber der Westen hat nicht nur wirtschaftlich an Boden verloren, an Vorsprung verloren, auch demografisch hat der Westen bekanntermaßen durch seine niedrige Geburtenrate einen immer geringeren Bevölkerungsanteil. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zu der Reihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute geht es eben halt um die Wirtschaft als solches. Die Wirtschaft, die sich nur schwer in Zahlen ausdrücken lässt. Vor allen Dingen, wenn man die früheren Jahrhunderte sich anschaut, wo es ja eigentlich gar keine halbwegs brauchbaren Statistiken auch nur gibt. Und trotzdem versucht man auch rückwirkend das Bruttoinlandsprodukt oder auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu berechnen, als dort die wichtigste Grundlage der Messung des Wohlstandes. Diese Messung des Bruttoinlandsproduktes ist also sehr schwierig, weil wir ja aus früheren Jahrzehnten, früheren Jahrhunderten kaum Statistiken haben, die sich auswerten lassen. Wir sind auf sehr grobe Schätzungen angewiesen. Selbst in der Gegenwart ist ja das Bruttoinlandsprodukt eine sehr umstrittene Größe, weil sich zum Beispiel viele Dienstleistungen, viele andere auch Erzeugnisse kaum in Werten und in genauen Zahlen ausdrücken lassen in ihrem Wert. Es gibt also einen riesigen Bereich an Schattenwirtschaft, der sich kaum wirklich messen lässt und der immer nur grob geschätzt werden kann. Und natürlich ist das für das 19. Jahrhundert noch sehr viel schwieriger, dieses Bruttoinlandsprodukt im Bereich der Schattenwirtschaft zu messen, als es für die Zeit im 21. Jahrhundert der Fall ist. Und hinzu kommt, dass wir, wenn wir jetzt verschiedene Länder miteinander vergleichen wollen, wir ein weiteres Problem haben. Wir haben also Wechselkursschwankungen, wir haben Inflationsraten über die Zeit, dass also heute bekanntermaßen ein Euro weniger wert war als im Jahre 2000 oder 2001. Oder wenn man die Zeitspanne noch weiter zurückrechnen, dass natürlich die Werte um 1900 herum nur schwer miteinander vergleichen können mit den Werten und den Preisen, wie wir sie heute haben. Man versucht das trotzdem einigermaßen zu umgehen. Ein Herr Madison, der ist leider jetzt schon gestorben, hat das mal probiert, für die letzten 220 Jahre zu messen oder abzuschätzen, wie groß der Wohlstand pro Kopf und insgesamt auch im gesamten Land gewesen war. Und auf diesem Madison-Projekt basieren jetzt die Daten, die ich Ihnen präsentieren werde. Aber wie gesagt, Wechselkursschwankungen müssen einberechnet werden und man versucht das jetzt Ganze zu umgehen. Man verwendet also jetzt hier einen bestimmten internationalen US-Dollar, auf einen bestimmten Jahre bezogen. Das heißt, wir haben also den internationalen US-Dollar jetzt im Jahre 2011, darauf basieren die Madison-Zahlen im Wesentlichen, und das heißt also, wir haben ja den Versuch zumindest drin, die Preissteigerung über 220 Jahre mit zu berücksichtigen und auch die Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen und damit eben halt das relativ an sich unklare Bruttoinlandsprodukt eben einigermaßen miteinander vergleichen zu können. Das Ganze bleibt natürlich insgesamt noch sehr schwierig, aber andere Wohlstandsindikatoren sind noch ungenauer. Gerne wird auch der sogenannte HDI, der Human Development Index, als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt angeführt, aber auch der ist natürlich sehr schwammig und wahrscheinlich noch sehr viel schwammiger. Er berücksichtigt neben dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auch Lebenserwartung und Bildung. Und Bildung ist ein wirklich sehr schwammiger Begriff. Und Lebenserwartung werden wir sowieso in demografischen Betrachtung mit reinführen. Und deswegen verbleibe ich hier beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und nicht beim HDI. Zumal, wie gesagt, durch das Madison Project, also hier Daten ab 1800, geschätzte Daten ab 1800 vorliegen.
Hinzu kommt allerdings auch, dass das Bruttoinlandsprodukt natürlich pro Kopf immer angegeben wird, das nur einen Durchschnittswert angibt, aber natürlich ist klar, dass innerhalb einer Gesellschaft sehr große Spannbreiten existieren können, dass also dieses Bruttoinlandsprodukt sehr unterschiedlich verteilt sein kann. Denken wir zum Beispiel an die heutigen orientalischen Ölscheichtümer, die also ein sehr hohes Einkommensgefälle innerhalb ihres Landes natürlich auch aufweisen. Aber nun gut, wir gehen ins Jahr 1800 hinein und schauen uns mal dort eben an, was es da an Wohlstand gab. Und wir sehen, dass die Kulturteile schon ein gewisses Gefälle um den Faktor 2, 3, 4 herum aufweisen können zwischen Afrika, dem ärmsten Kulturteil, und Europa, dem damals reichsten Kulturteil. Angloamerika spielt noch keine Bedeutung, deswegen lasse ich mal ganz kurz hier am Anfang weg. Und das lag natürlich auch daran, dass Europa generell seit dem 15. Jahrhundert eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung gemacht hatte, seit dem Zeitalter der Renaissance, der Entdeckungsfahrten und auch des 18. Jahrhunderts. Und die asiatischen Kulturteile, also indischer, chinesischer, japanischer Kulturteil, natürlich auch immer daran waren, ihre Bevölkerung so weit auszudehnen, dass pro Kopf da nicht mehr so viel überblieb. Das ist ja eine Tendenz, die in vielen Staaten, in vielen Kulturteilen damals abgezeichnet hatte und praktiziert worden war. Also um 1800 diese Entwicklung. Und wie gesagt, Europa an der Schwelle der industriellen Revolution, China natürlich von der Menschenzahlmenge her noch vor Europa, aber eben halt pro Kopf weniger. Und jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung zunächst einmal an für Europa. Und Sie sehen hier, diese Entwicklung ist so ganz steil nach oben. Eine Verzehnfachung sehen wir zunächst in Europa, dann eine Ver-20-, Ver-30-fachung in Europa, wenn man so will, auch noch. Also ein ganz enormer Wohlstandsanstieg. Die heutigen Menschen sind damit zigfaches höher, reicher als die Menschen noch um 1800 gewesen. Denken Sie zum Beispiel an Goethe. Goethe war zwar kein extrem reicher Mann seiner Zeit im frühen 19. Jahrhundert gewesen, aber man kann heute anschauen, wie er damals gelebt hat in Weimar, und siehe da, er hatte eben halt, obwohl er doch einen gehobenen Wohlstand hatte, einen Wohlstand, der weit unter dem liegt, was heute ein Hartz IV, ein Sozialhilfeempfänger beziehen würde. Also von daher, wie gesagt, ist diese Ver-20-fachung, Ver-30-fachung des Wohlstandes, Ver-50-fachung des Wohlstandes durchaus realistisch. Und das ist eben ein ganz enormer Sprung, den wir hier erlebt haben. Schauen wir uns die anderen Kulturteile an. Gehen wir weiter nach Angloamerika und Ozeanien, die europäischen Ableger. Und je weiter sie natürlich auch von Europäern durchdrungen worden, desto stärker nimmt der Wohlstand zu. Sie liegen auch sehr schnell etwas über dem europäischen Niveau, was daran liegt, dass sie eben halt natürlich das europäische Know-how, die europäische Gesellschaft mit rübergebracht haben, die europäische Technik noch rübergebracht haben und natürlich in der neuen Welt bessere Bedingungen fanden. Leere Räume, eben halt auch durch Seuchen und Kriege leer gemacht. Wir wissen, wie schrecklich das für die Eingeborenen damals war. Aber eben halt auch ein Land voller Rohstoffe. Amerika war ja damals, die USA waren ja damals eben halt bis zur Mississippi praktisch ein einziger Wald gewesen, wo man auch sehr viele Rohstoffe, Baustoffe und so weiter gewinnen konnte. Und deswegen auch dieser Anstieg. Als nächster Kulturteil kommt jetzt der russische, orthodoxe Kulturteil, der ja auch eben halt Länder wie Ukraine, Weißrussland umfasst. Hier scheinen die geschätzten Werte von Modestin etwas zu hoch zu sein. Das ist zwar ungefähr ein Drittel von dem europäischen Niveau, etwa um 1950 herum. Scheint mir, wenn man so Eckzahlen wie Autobesitz, Fernsehbesitz, Wohnungsgröße, real miteinander vergleicht, ein bisschen hochgegriffen. Aber wie gesagt, es sind geschätzte Werte in der Planwirtschaft, lässt man sowieso nur sehr schwer den Begriff des Bruttoinlandsproduktes zu. Man kann also diesen Begriff nur ganz schwer schätzen, wie nach planwirtschaftlichen Zahlen, Kennziffern und Statistiken, das in ein marktwirtschaftliches Bruttoinlandsprodukt umgesetzt werden oder umgerechnet werden könnte. Wir gehen ein Kulturteil weiter, kommen zu Lateinamerika, das ja eine sehr positive Entwicklung hatte, bis in den 60er Jahren hinein ein ganz wichtiger Konkurrent für Europa war. Deswegen wanderten auch so viele Europäer gerne auch nach Lateinamerika aus, Richtung Argentinien, Brasilien und Uruguay beispielsweise, weil man dort relativ gut leben konnte. Allerdings auch relativ viele Leute mit einigen politischen Problemen, die also da als Nazi-Kriegsverbrecher dann eben mal das Weite gesucht haben und dann nach Lateinamerika gingen. Ja, der Orient als nächster Kulturteil, Sie sehen es hier, auch mit in einem enormen Anstieg, etwa seit dem Zweiten Weltkrieg, was eben halt natürlich an dem Erdölreichtum einiger Staaten liegt. Die Orient also in sich auch sehr stark gespalten, was den Wohlstand anbelangt. Die Öl hatten, wurden also sehr reich, die Staaten, die ohne Öl blieben einigermaßen arm. Japan kommt als nächstes und Japan hat natürlich eine sehr positive Entwicklung, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie das europäische Niveau sehr schnell erreichen und teilweise auch übertreffen. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Japaner allerdings zwar auch schon im Kommen gewesen, aber noch nicht so wohlhabend gewesen. Auch das ist ganz interessant, wenn man das auf den Zweiten Weltkrieg bezieht.
Jetzt kommen wir zu einem besonderen Kulturteil, also China, das ist im Wesentlichen nur aus China besteht, ein bisschen Nordkorea, aber das ist eben halt, fällt nicht viel ins Gewicht. Und China ist tatsächlich, also hier ein Kulturteil, ein Land, das nicht in die Gänge kommt, bis in die 60er Jahre hinein bettelarm ist. China ist in die 60er Jahre hinein das ärmste Land der Welt. Unglaublich dann der Anstieg, den wir in den letzten 60 Jahren gesehen haben. Also ein riesiger Aufschwung in den letzten 60 Jahren. Ein ganz enormes Wirtschaftswachstum hat hier eingesetzt. Indien als nächster Kulturteil fährt ein bisschen auf derselben Spur wie China, aber doch deutlich schwächer und auch etwas langsamer als Indien. Dazu noch Pakistan, Bangladesch und so weiter. Wir gehen weiter zu Südostasien. Hier haben wir auch regional sehr unterschiedliche Entwicklungen und insgesamt auch hier ein deutlicher Anstieg gewesen. Und nun kommen wir zum markantesten Kulturteil, Afrika südlich der Sahara, Schwarzafrika. Noch um 1960 herum sah es relativ gut aus, dass die da langsam sich doch was aufbauen konnten oder könnten. Man glaubte um 1960 tatsächlich, also dass Afrika, südliche Sahara, Schwarzafrika, der Kulturteil sei, der Teil der Welt, ehemalige Kolonialbesitz, wurde er entkolonialisiert, der am ehesten in der Lage sei, nach und nach seinen Wohlstand zu steigern. Und dort eben halt entsprechend, also wegen der Rohstoffe, wegen der noch relativ leeren Räume damals, einen erheblichen Push in wirtschaftlicher Hinsicht pro Kopf nehmen würde. Leider ist genau das Gegenteil passiert. Und wir haben zwar bis in die 1970er, 80er Jahre einen leichten Anstieg drin, aber dann 20 Jahre lang wieder Rückgang. Afrika ist heute der ärmste Kulturteil der Welt. Erst seit der Jahrtausendwende haben wir eine gewisse Prosperität auch in Afrika drin. Endlich geht es auch dort aufwärts. Sollten noch einige Unklarheiten bestehen, welches Land welchem Kulturteil zuzurechnen ist, habe ich noch eine kleine Karte drin, könnt ihr mal kurz reinschauen. Also Indien ist nicht nur Indische Union, ist auch Pakistan, Bangladesch, weiteres auf der Karte. Wir können diese Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auch noch mal in Relation setzen zu Europa, wie der Abstand dort relativ zueinander ist. Und zwar setze ich jetzt mal Europa hier gleich 1, das ist also hier diese blaue Linie. Europa ist immer genau 1 und die anderen Kulturteile, sehen Sie dazu, sind in der Relation eben halt dann sehr unterschiedlich. Angloamerika, also immer 10-20% über Europa. Gut, 1945 ein bisschen immer halt auch mehr. Das liegt mal daran, dass Europa auch da sehr weit abgesunken war wegen des Zweiten Weltkrieges. Aber sonst soweit klar. Ansonsten eben halt auch klar, Russland mit einem Abstand. Lateinamerika, wie gesagt, in den 60er Jahren ein ernsthafter Konkurrent für Europa, aber auf Dauer eben halt nicht. Und der Orient eben halt, sehen Sie dort, kommt auch langsam an die europäischen Verhältnisse ran, in den 70er Jahren, aber dann eben halt auch ein gewisser Abfall wieder. Und Sie sehen eben halt dann jetzt Indien, China und die anderen Kulturteile, Japan natürlich auch, Südostasien und auch Schwarzafrika. Das heißt, der Abstand eben halt zu den anderen Kulturteilen hat sich dort eben halt in den letzten Jahrzehnten teilweise auch erheblich noch vergrößert. Bis in die 70er Jahre hinein wuchs also der Abstand Europas zum Rest der Welt oftmals an. Erst in den letzten 50 Jahren sehen wir eben halt eine gewisse Angleichung wieder in den Lebensverhältnissen der Menschen zueinander. Natürlich hängen Lebenserwartung und Bruttoinlandsprodukt eng miteinander zusammen. Beide sind ja Phänomene der industriellen Revolution und des demografischen Übergangs des 19. und 20. Jahrhunderts und deswegen ist hier der Zusammenhang relativ klar. Und wenn wir es mal anschauen, hier beispielsweise für 1925 ist ganz klar, hier sehen wir einen ganz klaren Trend drin zwischen den einzelnen Staaten. Die Staaten haben jeweils einen einzelnen Kuller. Und die Größe des Kullers, also die Einwohnerzahl, der große, dicke, gelbe Kuller, ist also China, der orangene Kuller die Indische Union und Pakistan und Bangladesch haben andere orangene Kuller. Die hellblauen Kuller mittlerer Größe sind die europäischen Staaten, dunkelblau die USA beispielsweise. Gut, das ist eben halt diese Entwicklung 1925 relativ klar, aber auch in anderen Jahren, Jahrzehnten gab es immer einen relativ engen Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Wir lassen die Zeit mal laufen, einmal ein bisschen ganz kurz. So geht's los. Und was sehen wir? Wir sehen eben halt hier, dass langsam eben halt diese Fortschritte in Europa sich durch Jahrzehnt zu Jahrzehnt bemerkbar machen, dass nach und nach der Wohlstand in Europa ansteigt und auch die Lebenserwartung. Manchmal gibt es eine kleine Hungersnot in China, in Indien oder auch große Hungersnöte. Wir kommen dann langsam in die Zeit hinein des frühen 20. Jahrhunderts, wo wir dann zum Beispiel eben halt auch die spanische Grippe gleich oben 1918 sehen werden, nicht den Ersten Weltkrieg, den großen Ratscher macht, gleich kommt sie jetzt gleich. Zack, da ist sie, russische Revolution, kommen hinein. Mitte der 60er Jahre war das Ganze noch relativ aufgelockert.
China hat erst eine sehr niedrige Lebenserwartung, aber dann steigt gerade die Lebenserwartung in China noch vor dem Wohlstand sehr stark hinein. Man hat auch sehr viel ins Humankapital rein investiert mit großem Erfolg, wie wir jetzt sehen werden. Also jetzt eben halt hier spätestens seit 2000 der Wohlstand in China wirklich auch pro Kopf explodiert. Ja, Japan hat heute die höchste Lebenserwartung der Welt. Auch das ist eben ein bekanntes Phänomen. Warum ist es so, dass der Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und der Lebenserwartung besteht? Verschiedene Faktoren, die sich gegenseitig bedingt haben. Also Hygieneverhalten, Modernisierung der Gesellschaft, bauliche Maßnahmen an Beruf wie auch am Arbeitsplatz, verbesserte Sicherheitsvorschriften, all diese Dinge tragen dazu bei. Natürlich auch medizinischer Fortschritt ein wesentlicher Faktor. Aber wohlwollend können wir auch registrieren, dass man heute weniger Geld ausgeben muss, um eine bestimmte Lebenserwartung zu haben, als noch vor 100 Jahren der Fall gewesen war. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und der Kinderzahl pro Frau ebenfalls. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht ganz so klar. Also wenn wir beispielsweise ins Jahr 1980 schauen, gibt es keinen so ganz klaren Zusammenhang, wie ich finde. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Also da bleibt das Ganze ein bisschen unklarer. Natürlich gibt es auch Jahrzehnte, wo das etwas deutlicher hervortritt. Und wenn wir den Film einmal anschauen, werden wir es auch gleich sehen, dass das so ist. Jetzt beginnt hier also der Film. Und wir sehen da eben auch durch die Jahrzehnte eben mal, dass nur langsam die europäischen Staaten den Rückgang der Kinderzahl pro Frau an erster Stelle gesetzt haben. China, Indien nach wie vor sehr hohe Geburtenzahlen haben, auch Russland sehr hohe Geburtenzahlen aufweist. Und erst so im Laufe des 19. Jahrhunderts fallen hier die Geburtenraten ab. Frankreich ist übrigens der Kuller, der am weitesten unten steht. Frankreich hat die niedrigste Geburtenrate im 19. Jahrhundert. Die Amerikaner werden jetzt das bevölkerungsreichste Land des Westens nach und nach. Und wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg, natürlich auch dort weniger Geburten. Und hier, wie gesagt, in den 20er, 30ern haben wir einen relativ starken Zusammenhang zwischen der Geburtenzahl und dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Jetzt in den 60er, 70er Jahren, wie wir sehen können, gibt es zwei verschiedene Gruppierungen, nämlich einmal die westlichen Staaten und die nicht westlichen Staaten. 80er Jahre hatten wir eben schon. Und jetzt in dieser Zeit, ja ab 90er Jahre, 2000er Jahre, wird der Zusammenhang doch wieder etwas ganz klarer oder sehr viel klarer als vorher auch. Schließlich kann Wohlstand ja auch bedeuten, dass er mehr Kinder haben möchte. Und deswegen haben auch andere Staaten, andere Kulturteile auf den langsam ansteigenden Wohlstand auch mit mehr Kindern reagiert, ging also die Kinderzahl pro Frau nicht so stark runter, wie es eben halt im Westen der Fall gewesen war. Wirtschaftliche Entwicklung, Bruttoinlandsprodukt ist die eine Seite, demografische Entwicklung die andere. Wir hatten gesehen, der Westen hat einen riesigen Vorsprung gehabt in wirtschaftlicher Hinsicht, der vor 50 Jahren seinen Rekord gehabt hatte und der jetzt langsam von Jahrzehnt zu Jahrzehnt abschmilzt. Gleichzeitig hat der Westen zumindest im 19. Jahrhundert bis etwa zum Ersten Weltkrieg einen gewissen demografischen Vorsprung auch gehabt, war das Bevölkerungswachstum dort besonders hoch, aber bekanntermaßen hat schon früh im 20. Jahrhundert die sogenannte Dritte Welt, also Indien, China, Südostasien, Schwarzafrika, enorm aufgeholt, Europa bei weitem in seiner Einwohnerzahl in den Schatten gestellt. Diese beiden Faktoren, also Bruttoinlandsprodukt und demografische Entwicklung, Einwohnerzahl, wollen wir jetzt nochmal miteinander vergleichen. Und zwar habe ich auf der linken Seite dort eben die Zahl der Menschen auf dem Planeten und rechts eben halt das Bruttoinlandsprodukt. Wie viele Menschen teilen sich wie viel Bruttoinlandsprodukt anteilsmäßig? Den Film starte ich einmal jetzt. Noch um 1800 war China das wirtschaftsstärkste Land der Welt, hatte also am Bruttoinlandsprodukt einen enormen Anteil, aber nur gemessen insgesamt, nicht pro Kopf, da war Europa schon damals stärker. Erst in den 1840er Jahren zerbricht dann China wirklich auch wirtschaftlich. Taiping-Aufstand, Zerfall der kaiserlichen Macht, Europa blüht enorm auf, in seinem Gefolge auch Angloamerika sehr, sehr stark, wie wir sehen können. Und im 20. Jahrhundert ist generell eine Dominanz der europäischen Staaten, des Westens, Angloamerikas zu erkennen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Vorsprung eben halt enorm, aber noch um 1970 herum wird Europa dann 55% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes beanspruchen können, zusammen mit Angloamerika und Ozeanien, bei nur 19% der Weltbevölkerung, wie wir es hier sehen werden. Und der wirtschaftliche Aufstieg der anderen Kulturteile findet also erst dann ab 1970 langsam statt, beschleunigt eben halt etwa 2000 dann. Ja, es gibt also einen engen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und demografischer Entwicklung. Demografische Entwicklung heißt also Lebenserwartung hoch, Kinderzahl pro Frau runter, und wirtschaftliche Entwicklung heißt generell Aufstieg der Kulturteile in den letzten 20 Jahren auch von Schwarzafrika. Gott sei Dank.
Der Wohlstand wächst also auf diesem Planeten enorm. Und man sollte das vielleicht nicht allzu negativ betrachten. Es gibt ja Menschen, die sagen, materielle Dinge sind nicht meins und Hauptsache ich lebe lange, ich habe Spaß, ich habe oder ein sinnerfülltes Leben. Natürlich ist das auch wichtig, gar keine Frage, aber auch der wirtschaftliche Aspekt sollte nicht fehlen. Der fiktive Raumschiff-Offizier Spock von Raumschiff Enterprise hat ja immer seinen berühmten Slogan gebracht, Live long and prosper. Jetzt die Frage, wie sehr übersetzen wir das? Ich übersetze ja so gerne mit leben Sie lang und bauen Sie etwas auf. In frühen 60er Jahren wurde es aber noch übersetzt in deutschen Fernsehen, in den 70er Jahren mit leben Sie lang und in Wohlstand. Haben alle gesagt, das ist ja Materialismus und so kann doch Spock gar nicht argumentieren. Vielleicht muss man auch generell erkennen, auch wirtschaftlicher Fortschritt trägt eben halt bei zum Fortschritt des Planeten im Bereich von Kultur, Geist, Seele und gesellschaftlicher Entwicklung. Von daher sollten wir heute mal etwas auch durchaus materialistisch denken und sagen und verabschieden uns mit den Worten, leben Sie lang und in Wohlstand.